Willkommen zur Einrichtung von Semonux Access auf Windows. Nach der Installation solltest du diesen Einrichtungsbildschirm sehen. Falls nicht, kannst du Semonux Access einfach selbst über die Verknüpfung auf dem Schreibtisch oder auch im Startmenü ausführen und dann sollte dieses Fenster erscheinen. Im ersten Fenster kannst du deine Sprache festlegen. Normalerweise wird die Sprache automatisch detektiert und du musst nichts machen. Du kannst einfach direkt auf Weiter. Im zweiten Bildschirm der Einrichtung kannst du auswählen, welche Farben die Oberfläche von Semonux Access haben soll. Es stehen zur Verfügung Orange, Pink, Türkis oder Grau. Weiterhin kannst du sagen, ob du eine helle Farbgebung möchtest, eine dunkle Farbgebung möchtest oder sich die Farbgebung automatisch an die Farbgebung deines Computers anpassen soll. Zum Beispiel tagsüber, wenn der sogenannte Light Mode aktiv ist, oder nachts, wenn der Dark Mode aktiv ist. Danach kannst du auf Weiter klicken. Danach wirst du gefragt, in welchem Land du Semonux Access einsetzt. Das fragen wir dich, um dir im späteren Verlauf der Einrichtung korrekten rechtlichen Dokumente anzeigen zu können. Ich befinde mich in Deutschland und klicke deswegen auf Weiter. Danach zeigen wir dir die Datenschutzerklärung von Semonux Access an. Bitte lese sie dir in Ruhe durch und klicke danach auf Weiter. Jetzt folgt die Authentifizierung, damit wir wissen, welche Edition von Semonux Access wir für euch freischalten sollen. Ihr könnt entweder ein Abonnement, zum Beispiel Semonux Access Flex, haben, oder ihr habt einen Aktivierungscode von einem unserer Partner in Europa erhalten, um Semonux Access Pro freizuschalten. Ich habe ein Abonnement von Semonux Access Flex und gebe deswegen die E-Mail-Adresse und mein Passwort von meinem Semonux-Konto an. Wenn ihr noch kein Semonux-Konto habt, könnt ihr herunterscrollen und auf Abo anlegen oder verwalten klicken, um euch jetzt schnell ein eigenes Semonux-Konto zu erstellen. Und aktuell profitiert ihr von einer 2-wöchigen kostenlosen Testphase von Semonux Access Flex, damit ihr direkt loslegen könnt. Ich gebe also meine E-Mail-Adresse an und das Passwort zu meinem Semonux-Konto und klicke auf Einloggen. Hier seht ihr, dass meine Authentifizierung erfolgreich war. Ihr könnt eure Authentifizierung beliebig oft wiederholen und damit auch wechseln zwischen einem Abonnement und einem Freischaltcode. Für mich wurde Semonux Access Flex freigeschaltet. Ich klicke auf Weiter und sehe die Endnutzer-Lizenzvereinbarung. Die musst du dir in Ruhe durchlesen und am Ende bestätigen, dass du ihr zustimmst, mit einem Klick auf diese Checkbox. Danach klickst du auf Weiter. Jetzt wirst du gefragt, auf welchem Bildschirm du Semonux Access verwendest. Ich verwende Semonux Access auf meinem Laptop-Bildschirm, deswegen belasse ich die vorgegebene Einstellung. Wenn ich herunterscrolle, sehe ich eine Warnung. Diese Warnung erscheint, weil ich für diese Videos die Skalierung von meinem Windows-Desktop stark erhöht habe. Du solltest diese Warnung nicht sehen. Siehst du diese Warnung doch, kannst du dir überlegen, die Skalierung von deinem Windows niedriger einzustellen. Wenn du das nicht tust, sollte Semonux Access aber eigentlich trotzdem gut sein. Ganz unten werde ich noch gefragt, welche Größe mein Bildschirm hat. Mein Bildschirm hat eine Größe von 14 Zoll. Das stelle ich ein und klicke auf Weiter. Es folgen die Voreinstellungen, damit du Semonux Access flott auf deine Bedürfnisse anpassen kannst. Ich habe für jede Voreinstellung ein eigenes Video aufgezeichnet. Wähle eines dieser Videos zum Fortfahren. Wir sehen uns dann. Bis gleich.